Servus, Mama. Also, was willst du? Das letzte Mal, als du dich in das Zimmer deiner Mutter verirrt hast, war, als die Tante Gerda gestorben ist und du wissen wolltest, ob du was erbst. Mama, ich weiß wirklich nicht, warum du so ein schlechtes Bild von mir hast. Ja, vielleicht von dir? Hm? Glaubst du, ich weiß nicht, warum ich da wohne? Damit ich dir Miete zahle und nicht dem Staat? Du warst immer schon ein geiziger Hund. Mama. Was habe ich jetzt von der freien Liebe? Ich kann mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, wer dein Vater ist. Ja, ich würde ihn heute noch verklagen, nach dem, was er mir da angetan hat. Mama, bitte. Ich bin wirklich alle durchgegangen. Den Hirtlitschka, den Hundertwasser, den Joe Berger, den Savinul, den Gulda, den Bauer-Wolfi. Mein Gott, Bauer-Wolfi. Magic Afternoon. In jeder Hinsicht Magic. Das waren Zeiten. Wurscht, aber das sagt dir ja nichts, so ungebildet wie du bist. Wahrscheinlich haben sie dich und meinen Schroppen im Krankenhaus verwechselt. Und da draußen in der großen, weiten Welt lebt jetzt ein Genie. So, Mama, jetzt reicht's. Weißt du, das packt deine Sachen. Das höre ich mir jetzt mein Lebtag an. Nur zu deiner Information. Du lebst seit über 3 Jahren hier in meinem Haus und hast noch nicht einen Cent Miete gezahlt. Weißt du, von wem ich das Sierige habe? Von dir und von sonst niemandem. Ich und Sirik? Was bist denn plötzlich so angerührt? Plötzlich? Plötzlich? Nach über 40 Jahren Demütigung? Mama, den Therapeuten müssen Sie erst erfinden, der das da reparieren kann. Durch dich hat Bettnässen eine völlig neue Dimension erreicht. Oh, das bist aber schon sehr. Ich bin ja immerhin deine Mama. Schau, Mama. Ich will dir doch nur was Gutes tun. Deswegen bin ich extra in Wien geblieben und fliege erst einen Tag später nach Dubai. Hast du da unten ein Harem? Wieso? Ja, glaubst du, ich höre nicht, wie still's bei euch im Schlafzimmer ist? Irgendwo musst du es ja lassen. So, das geht dich jetzt wirklich an den Kehricht an, oder? Nimm dir ein Beispiel an deinem Sohn. Wie meinst du das? Der kommt ganz nach mir. Ach so, heißt das, ich muss mir ernsthaft Sorgen machen, oder was? Ja, versuch's, wenn du es schaffst. So. Da, damit du siehst, dass ich mir Gedanken mache, und zwar um dich. Was ist das? Deine Altersvorsorge. Haha, ist vielleicht ein bisschen spät, verarsch wen anderen. Mama, ich möchte ein bisschen Geld anlegen und wenn ich das unter meinem Namen mache, dann zahle ich horrende Steuern und du zahlst gar nichts, also bitte. Ja, und wenn ich sterbe, erbst du und zahlst keine Erbschaftssteuer. Ganz genau. Ich will natürlich, dass du sollst ewig leben, Mama, ja? Spar dir den Sermon. Was krieg ich dafür? %3 vom Kaufpreis. 5. Da kannst du dir sicher sein, dass die den Bert jetzt am Schirm haben. Wer weiß, wie lange die schon sein Telefon abhören. Und dass sie das tun, da kannst du dir auch sicher sein. Dann ist das alles nur noch eine Frage der Zeit, bis sie bei uns vor der Tür stehen. Das ist alles ein Wahnsinn. Du hast ihn ins Boot geholt. Lass uns die Sache abblasen. Was? Ja. Nein! Ich habe 3 Grundstücke gekauft, ja?
ich habe Geld investiert. Ja, ich auch. Nur weil dieser Arsch jetzt Mist gebaut hat, lass ich nicht das Geschäft des Jahrhunderts platzen. Du sagst ihm, dass er raus ist aus der Geschichte. Der hat sich eh nur reingedrängt, hat nichts dazu beigetragen. Du bist wirklich ein besonderer Trottel, Schorschi. Du hast nichts kapiert, aber nichts. So einer wie der Bertram, der ist unersetzlich. Da braucht nur ein kleines Problem daherkommen mit irgendeinem depperten Grünpolitiker. Oder was weiß ich, wer diese Scheißautobahn verhindern will, weil da irgendwo bedrohte Ameisen leben oder so. Und dann ist so einer wie der Bertram unbezahlbar. Weil der das nämlich regelt. Weil der mit jedem von diesen Arschpolitikern auf Kuschelkurs ist. Das bin ich auch. Ah ja. Tja. Ich bin draußen aus der Geschichte. Hadi. Grüß Gott, wie immer. Grüß Gott, Herr Minister. Du siehst, wo warst du noch? Du musst gleich Ministerrat. Sorry. Du, ich habe das gerade gelesen, über diesen Bertram Selig. Ist das nicht der von der Party, wo wir uns noch nicht gesehen haben? Ja, das ist schon der. Ist du was dran an der Geschichte? Ein netter Kerl. Lobbyist halt. Der kommt jetzt zum Handkuss, weil die Partei einen Bauernhof verbraucht. Das klingt gar nicht gut. Was soll man machen? Die Dame? Eine Limonade, bitte. Wie bitte? Eine Limonade. Ah, haben Sie es mit der Stimme? Ja. Dann wäre heiße Zitrone besser, oder? Ja. Dann haben die den doch bestimmt die längste Zeit schon abgehört, oder? Nix haben die. Das war ein Schnellschuss. Aber irgendwas finden sie sicher bei dem. Eigentlich hat einer von der Finanz, der Buttschädel, ein ganz ein scharfer Hund. Den Minister Podgorny höchstpersönlich am Radar gehabt. Der Selig hat daran glauben müssen, dass die Presse was zum Schreiben hat. Verstehe. Aber egal. Ich muss jetzt los. Sehen wir uns am Abend? Sicher. Gut. Auf Wiedersehen, Herr Schneider. Hat mich sehr gefreut. Wir sind der Minister. Wiederschauen. Danke. Wiedersehen. Ja. Danke.